Ich glaube, das war mein erster Eindruck. Ich dachte so, oh Gott, jetzt wird's ernst. Also ich meine, wenn du aus der Schule kommst und dann kommst du auf den Campus, das sind viel mehr Gebäude, viel mehr Leute und alles ist so richtig ernst. Oh mein Gott, alles so riesig. Ich komme vom Dorf fast so. Der erste Tag in Magdeburg war total super. Da haben wir unsere Mentorengruppe zugeteilt bekommen und unsere Mentoren und haben dann die Stadtrallye gemacht, zusammen mit der FMB und zusammen mit der Veit. Ich bin eigentlich mitten in den Studienalltag eingetaucht. Ich war wirklich sehr beschäftigt mit dem Studium und mit dem vielen Lesen und so weiter. Meine schönste Erinnerung an das Studium ist das erfolgreiche Absolvieren der Bachelor- und Masterarbeit, weil sich dadurch die harte Arbeit bezahlt gemacht hat. Meine schönste Erinnerung an Magdeburg war mein erster Startup-Pitch, bei dem ich super nervös war. Es hat letzten Endes super geklappt. Die Leute haben mir auch super beigestanden vorher und nachher und war ein schöner Abend. Meine schönste Erinnerung ans Studium war, als ich im Urlaub das erste Mal meine Prüfungsergebnisse kontrolliert habe und dann gesehen habe, dass ich Mathe 1 bestanden habe. Und das war in der Anreisehalle und ich saß auf einer Bank und bin dann aufgesprungen, weil ich mich so sehr gefreut habe. Und da sind auch andere Passagiere an mir vorbeigelaufen und haben mir dann auch gratuliert. Das war ein sehr schöner Moment. Habe mir ein gutes Thema für die Bachelorarbeit ausgesucht und die wurde dann sogar mit sehr gut bewertet und das hat mich schon gefreut. Und dann fanden meine Dozenten das so interessant, dass wir daraus sogar was publiziert haben, ein wissenschaftliches Paper und das hat mich schon sehr stolz gemacht, ja. Ich habe die letzten 3 Jahre damit verbracht, den E-Sport hier zu etablieren an der Uni Magdeburg und die letzten 5 Jahre damit, E-Sport generell in Deutschland zu fördern. Meine schönste Erinnerung an das Studium, die ist recht langweilig. Die resultiert aus der Tatsache, dass ich das absolut richtige Studium gewählt habe und ich fand das unglaublich schön, einfach zu Hause auf dem Sofa zu liegen und die Seminartexte zu lesen. Das war einfach nur angenehm. Ja. Für mich war immer die Bibliothek der schönste Platz. Ich finde, durch die vielen Glasfenster kommt sehr viel Licht rein. Sie ist sehr gut gestaltet, innen wie außen. Und wenn man mal ein Päuschen gebraucht hat, konnte man sich mit einem Freund verabreden, auf der Wiese oder im Café. Und ich finde, so ließ es sich einfach echt gut studieren. Der schönste Platz auf dem Campus ist die Aufgo eSports Palettenbank. Mein Lieblingsplatz in Magdeburg ist die Festwiese vorm G16, weil dort alle Uni-Veranstaltungen stattfinden und dort die besten Feiern stattfinden. Der schönste Platz auf dem Campus ist das Fachschaftsbüro. Ich war seit dem 2. Semester im Fachschaftsrat, also das ist quasi mein zweites Zuhause. Mein Lieblingsplatz in der Fakultät war der kleine Pausenraum in der 1. oder 2. Etage. Da war so ein netter Platz, um sich zu treffen. Der hatte auch eine ganz große Fensterfront. Man konnte quasi schön auf die vielen Bäume vorm G40 schauen. Es gab einen kleinen Snackautomaten. Es war immer ein Plätzchen frei und man kam da in Austausch mit den anderen. Der schönste Platz an meiner Fakultät für Humanwissenschaften ist der Hörsaal 6. Weil im Hörsaal 6 ist vorne eine wunderschöne Cafeteria mit einer sehr sympathischen Barista. Der Kaffee ist super, man kann hinausschauen auf den kleinen Campus vom G40. Und das ist ein sehr schöner Platz, wo man verweilen kann, Freunde treffen kann. Da bin ich auch parteiisch. Den besten Kaffee gibt es auch im G40 und zwar in dem kleinen Café vorm Hörsaal 6. Die beste Kaffeebar ist die im G22.
Aber Special Mentions definitiv an die Kaffeeautomaten. Ich finde, dass die absolut unterschätzt werden. Also für 80 Cent so ein Hazelnut Schokoschino, der hat zwar nicht mehr viel mit Kaffee zu tun, aber der ist einfach geil und rettet dir um 19 Uhr den Tag. Ich werde den Professor Bendig nie vergessen. Mit dem werde ich auch sicherlich noch ab und an zu tun haben in puncto Startup, weil er definitiv mein Masterstudium hier sehr gut mitgestaltet hat. Und ja, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich werde die Vorlesungen von Professor Delhay nicht vergessen, wo es um die Glücksforschung ging. Das hat mich immer sehr interessiert und auch kreativ beeinflusst für meine eigene Forschung und die Themen in der Bachelor- und in der Masterarbeit. Den Professor, den ich niemals vergessen werde, das war unser Physikprofessor. Der Mann hat dir Physik näher gebracht, indem er dir gezeigt hat, was er dir vermitteln wollte. Er war sich auch für nichts zu schade. Und das war einfach großartig. Also ich habe so viel gelernt und 100-mal mehr als durch irgendwelche Formeln oder Bücher. Ich nehme fürs Arbeitsleben auf jeden Fall die strukturierte Arbeitsweise mit, die man hier kennenlernt. Sich selbst zu organisieren, das fängt ja schon beim Stundenplan an. Seine Zeit selber einzuplanen, wann schreibt man welche Hausarbeit, bei welchem Professor kann man vielleicht nochmal nachfragen, ob der einem eine Schonfrist gibt, bei welchem eher nicht. Auch Menschenkenntnis gehört dazu. Das ist das, was du halt lernst im Studium. So. Du lernst natürlich das ganze Fachliche, was sich irgendwie auf dein Studium bezieht, das ist ganz klar. Aber was ich wirklich mitnehme, ist, wie organisiere ich meinen Tag, wie plane ich langfristig ein Projekt, was mache ich diese Woche, was mache ich nächste Woche und wie plane ich die nächsten 3 Monate. Das nehme ich definitiv mit. Ich kann präsentieren, ich kann jetzt Themen verkaufen. Das ist ein großer Punkt, den ich dazu gelernt habe. Also über Dinge zu sprechen und auch locker und offen darüber zu sprechen. Definitiv das Thema Netzwerken und die richtigen Leute kennen und mit ihnen dann zusammen etwas zu gestalten. Mein Rat an Studierende von heute ist, studiert nicht das, wo am Ende die größte Zahl auf dem Gehaltscheck steht, sondern studiert, worauf ihr Bock habt. Es ist das absolut Wichtigste, das zu tun, worauf man wirklich Lust hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann die Ergebnisse auch die besten werden. Man muss sich nicht irgendwie extra motivieren und zwingen, irgendwas zu tun, sondern es läuft einfach von alleine. Und das werde ich auch so in meinem Arbeitsleben weiterleben wollen. Das Corona-Semester war mein Abschlusssemester und da hatte ich nicht mehr so viel Präsenzveranstaltungen hier, das war das Gute. Schwierig war aber auch, die Dozenten zu erreichen. Und gerade wenn es um die Verteidigung geht, waren wir alle ratlos. Wie findet das statt? Unter welchen Hygieneregelungen? Wann können wir das machen? Machen wir das digital in Präsenz? Das waren ziemlich viele Fragen, die erstmal geklärt werden mussten. Das Corona-Semester habe ich persönlich sehr entspannt erlebt. Ich war erstmal die ersten 7, 8 Wochen bei meinen Eltern zu Hause, die gesagt haben, Corona-Shutdown, ach, komm nach Hause. Habe da dann meine Masterarbeit angefangen und den Rest des Semesters dann hier auch nur in der Bib verbracht. Ich hatte persönlich jetzt keine Einschränkungen wegen Corona, weiß aber auch, dass das der seltene Fall war. Das Corona-Semester für mich in 3 Worten, das war zu Hause, Internet und Zoom. 3 Worte, die mir einfallen zum Studium in Corona-Zeiten, ist verrückt, Chaos und Bestmögliche. Was mir am meisten fehlt im Corona-Semester sind definitiv die öffentlichen Events. Also zusammenkommen mit den Leuten und egal was es ist, irgendwelche Veranstaltungen oder Feiern, das vermisst man.